Die E3 2015 in Los Angeles ist in vollem Gange und ich habe bei der Ubisoft-Pressekonferenz was ganz Tolles gesehen, nämlich ein neues Spiel von Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands, was mit der alten Ghost Recons nichts mehr zu tun hat, was sich hinter dem Spiel verbirgt, was in diesem Spiel alles möglich ist, was bisher bekannt ist, das erfährst du nach dem Trailer. Und ein kleiner Hinweis für unsere Freunde, die Englisch sprechen, gibt's die Untertitel auch in Englisch. Viel Spaß jetzt mit dem Trailer. Most of us fear death. But for the Santa Blanca drug cartel, death is a saint. They embrace her, praise her, worship her. They kill thousands without repercussions, trafficking poison across South America, corroding governments. How do you fight an enemy that doesn't fear death? Maybe you hunt them from the clouds. Got eyes on White Hat. You can't fight the friction! Cocaine is on the move. Cocaine is on the move. Targets are pulling out. Target down. Drop them. Or you fight from the shadows. Attack when they least expect. Pick them apart. Leave no evidence behind. Too hostile. 9 o'clock. All right, we're clear. Careful now. White Hat is inside. C4 in place. We're clear. Area secure. White Hat is cured. Let's go. You can't fight the friction! Or you can unleash chaos. Strike from every side. Confuse them. Destroy everything. Decide who lives and who dies. Drone in position. Cocaine is ours. Let's go. Going to the White Hat is a dead man walking. How do you fight an enemy that doesn't fear death? You manipulate them from the inside until the monsters wipe each other out.
Leck mich am Honeymoon. Was ein doch beeindruckender Trailer. Was gibt's alles zu wissen zu Ghost Recon Wildlands? Das Ganze ist ein Militärshooter, spielt in einer Open World und ist ein 4-Spieler Koop und man kann das Ganze auch solo spielen. Habt ihr alles schon mal gehört oder hast du schon mal gehört? Bei The Division. Man bekommt, wenn man es solo spielt, 3 computergesteuerte Begleiter dazu. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich das Ganze mit 2 Leuten spiele? Kriege ich dann 2 computergesteuerte Begleiter dazu? Ich werde auf jeden Fall dieser Frage nachgehen und sie hoffentlich bald beantworten können. 2016 soll es erscheinen für PS4, Xbox One und den PC natürlich. Entstanden ist das Ganze bei Ubisoft Paris und 5 weitere Ubi-Studios sind dabei. Und jetzt kommt das Interessante, dieses Spiel oder die Entwicklung dieses Spiels läuft schon seit 3 Jahren. Das Ganze ist ein Third-Person-Shooter, wobei beim Zielen und Schießen man automatisch in die First-Person-Ansicht wechselt. Wichtig ist, es ist kein MMO, wie es The Division ist, und der Entwickler verspricht die größte Spielwelt, die es jemals in einem Ubisoft-Game gab. Wobei ich da ein bisschen vorsichtig bin, das haben sie damals auch bei The Division gesagt, dass es eine riesen Spielwelt ist, und dann haben sie gemerkt, sie können sie so nicht umsetzen und haben das Ganze verkleinert. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber es ist halt so. Es ist eine Rezeptur aus Splinter Cell, Far Cry, The Crew gemixt mit Just Cause und DayZ, würde ich sagen. Es gibt einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel und unterschiedliche Wetterbedingungen. Sieht man auch im Trailer, dass man zum Beispiel auf den einen Parts, da sieht man, wie es regnet, dann ist es mal wieder sonnig und. Die NPCs besitzen einen festgelegten Tagesablauf, das heißt, sie könnten zu einem Rockkonzert gehen oder was auch immer da programmiert wird. Zum Beispiel gibt es Versorgungskonvois, die selbstständig von einer Siedlung zum Beispiel zum Außenposten fahren, also eine ganz, ich sag mal, geplante Route. Patrouillen terrorisieren Landbevölkerung und man erhält Erfahrungspunkte für den jeweiligen Charakter, nicht für die Gruppe. Sprich, spiele ich Koop, ja, dann kann ich danach im Solospiel auf die Erfahrungen, die bereits durchgeführten Missionen aus dieser Koop-Spielstunde, Spielweise, wie auch immer, zurückgreifen. Und was man auch gesehen hat, man kann alles in verschiedenen Perspektiven spielen. Viele haben, ich hoffe, du hast den Trailer verstanden, viele haben sich gewundert oder hatten geschrieben vorher, wieso lebt denn der Mann mit dem Hut wieder, der wurde doch erschossen. Ja, man sieht ja eigentlich immer wieder dieselbe Szene, nur halt, ja, in einer anderen Tageszeit, mit einem anderen Kampfstil und. Man kann zum Beispiel sagen, ey, ich mache das Ganze als Schleichmission, warte dann die Nacht ab. Oder ich stürme eben rein wie Rambo und hau alles um, was sich bewegt. Im Koop müssen die Spieler sich nicht in derselben Ecke der Spielwelt befinden, sondern sie können bunt über die Map verstreut sein. Es gibt unzählige dynamische Aufträge, keine Zufallsgenerationen. Eine Story-Kampagne ist vorhanden und man kann in der Open World trotzdem seinen eigenen Weg gehen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber gerne mal die Ecke da erkunden, weil ich dafür zum Beispiel auch XP kriege, dann mache ich das und gehe halt mal aus der Story-Kampagne weg und mache da zum Beispiel weiter. Kommen wir doch einfach mal zur Story, die sich hinter Ghost Recon Wildlands verbirgt. Und zwar spielt das Ganze in Bolivien. Bolivien ist zum größten Kokainproduzenten der Welt geworden und das berüchtigte Santa Blanca Drogenkartell hat das in einem Drogenstaat voller Angst, Ungerechtigkeit und Gewalt verwandelt. Die Ghosts, eine legendäre US-Eliteeinheit, wird hinter die feindlichen Linien geschickt, um für Chaos zu sorgen und die Allianz zwischen dem Kartell und der korrupten Regierung zu brechen. Und wer es weiß, der Sonky Game J, hinter dem verbirgt sich eigentlich Mike und Nachname Hasch und Haschdrogen. Noch Fragen? Jetzt weißt du auch, warum mir dieses Spiel so gut gefällt. Von der berüchtigten Road of Death reist du zum größten Salzsee der Welt in einem der zahlreichen Fahrzeuge durch die weitläufige, ungeschminkte und lebende Kulisse Boliviens. In Südamerika entdeckst Gebirge, Wüsten, Regenwälder sowie hunderte von Dörfern und Wahrzeichen. Also es gibt jede Menge für Freunde, die gerne ein bisschen was entdecken, die ein bisschen was erobern wollen, ein bisschen was erkunden wollen. Abwechslungsreiche Szenarien wie Dschungel, Steppe, Andengipfel, staubige Wüsten, Käfer, Canyon und Feindbasen gibt es. Es gibt verschiedene Fahrzeuge wie Boote, Jeeps, Fallschirme und auch für den Kampf gibt es unter anderem Nahkampf, Stealth, Taktiken, Fernwaffen, Drohnen. Und das werden wir uns auch noch einmal in einem anderen Video anschauen, wo ich dann mal ein bisschen hingehe und den Trailer ein bisschen mehr auseinandernehme. Man sieht ja da zum Beispiel, wenn du ein bisschen zurückspulst,
Gerade bei dieser einen Mission, da schießt er zum Beispiel mit Schalldämpfer. Das ist wahrscheinlich dann diese Schleichmission. Also jede Menge Freiraum für Taktiken zu planen, Taktiken auszudenken und dann versuchen in die Tat umzusetzen. Skills, Waffenarsenal lassen sich upgraden und es gibt ein XP-System mit Belohnungen für das Erkunden auf der Karte. Die Spielewelt selbst reagiert unterschiedlich auf die eigenen Entscheidungen. Unerwartete Gelegenheiten und Bedrohungen können sich aus der Situation heraus ergeben. Das heißt für dich, manipuliere das System, manipuliere das Unerwartete. Ganz wichtig, und diese Spieletaktiken, die du anwendest, die haben auf jeden Fall Einfluss auf Spielewelt und Folgemissionen. Zum Beispiel ist Informationsbeschaffung in diesem Game das A und O. Du kannst dir Missionen erleichtern, indem du zum Beispiel einfach mal ein paar Leute verhörst und da Informationen ausquetschst. Oder aber du schickst eine Drohne vor und schaust dir einfach mal an, was es da zu erkunden gibt und wie die Feinde oder die potenziellen Feinde aufgestellt sind. Die kannst du dann natürlich markieren. Und irgendwann natzt du sie um. Was auch sehr, sehr geil ist, beispielsweise, du machst eine Verfolgungsjagd und oder wirst verfolgt bzw. verfolgst und deine Mitspieler, deine Koop-Leute wollen dann schießen. Einer muss natürlich fahren, die anderen können schießen. Dann lehnen sich die Spieler aus dem Auto heraus, so wie im Trailer gesehen. Und dann kannst du viel, viel besser schießen. Also ich bin super gespannt, was uns mit Ghost Recon Wildlands erwartet. Du bist auf jeden Fall top informiert, deswegen nochmal der Tipp, abonniere den Kanal, wenn du Bock drauf hast, schreib mir deine Infos, die du hast, was soll ich ins Video packen, was interessiert dich von Ghost Recon Wildlands, ich werde es in Erfahrung bringen und in einem der nächsten Videos dir zeigen. Es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Release, The Division kommt auch erst im März und von daher werden wir beziehungsweise ihr und ich immer schön ein Auge auf Ghost Recon Wildlands haben, damit du und ich, dass wir top informiert sind, dass wir nichts verpassen und sobald es Neuigkeiten gibt, gibt es auch wieder ein Video zu Ghost Recon Wildlands. Dir einen schönen Tag, danke fürs Zusehen, ich sag ciao mit G wie Ghost Recon Wildlands.